2025 war das Jahr der Edelmetalle und dann kommen wir gleich zur langfristigen Perspektive. Die ist noch weiterhin deutlich höher. Hätten wir ein stabiles Finanzsystem mit einem stabilen Verhältnis der Schulden zur Wirtschaftskraft und der Geldmenge zur Wirtschaftskraft, dann würden wir diese Entwicklung aktuell nicht sehen. Das heißt, Silber wird bis zum Ende der Edelmetallhorse Gold nochmal prozentual schlagen. Es ist durchaus möglich, dass wir staatliche Eingriffe in den Markt sehen werden, die zu einer deutlichen Korrektur führen werden. Gold und Silber geht durch die Decke und mit sehr, sehr hohen Renditen. Unsere Community freut sich. Wir haben schon seit vielen Jahren auf das Thema Edelmetalle hingewiesen. Auch genau mit diesem Mann. Denn heute haben wir ihn wieder zu Gast, und zwar Dimitri Speck. Er ist ein sehr, sehr bekannter Finanzanalyst, Autorexperte für Wirtschaftsgeschichte und eben insbesondere für Gold- und Edelmetallmärkte und weist schon seit je und je darauf hin. Und so auch vor circa 10 Monaten hatten wir ihn auch bereits zu Gast. Und was er da gesagt hat, jetzt vor 10 Monaten, das hören wir uns jetzt mal kurz an. Ich denke, dass wenn wir eine Edelmetalle-Horse haben, eine richtige, die auch die Anleger mitnimmt, da sind wir bei weitem noch nicht, also wo auch die Stimmung euphorisch wird, dass dann Silber prozentual deutlich stärker steigen wird, gestiegen sein wird, sage ich mal, als Gold. Ja, das war auch historisch so, beispielsweise im Jahre 2011 oder auch im Jahr 1980, damals unter speziellen Bedingungen. Ja, und wenn hier eben sozusagen eine Euphorie in den Markt kommt, wenn wir also zumindest ein bisschen in die Blase kommen bei den Edelmetallmärkten, wo wir jetzt noch absolut nicht sind. Also die Anleger sind noch nicht im Markt drin. Es gibt verschiedene Indikatoren, die das zeigen. Zum Beispiel die Bestände an den Gold-ETFs und so weiter sind deutlich unter Hoch. Ja, also wir haben noch keine Edelmetall-Euphorie. Wenn die einsetzt, wird Silber prozentual deutlich stärker steigen. Ja, wie wir hören konnten, Dimitri Speck hat bereits exakt auf das verwiesen, was wir aktuell erleben. Und ich habe ihn jetzt noch mal ein bisschen früher noch mal eingeladen, weil jetzt natürlich die große Frage ist, okay, ist es jetzt eine Übertreibung? Ist jetzt die große Blase? Kommt jetzt die große Korrektur? Wie geht es weiter? Und deswegen, ja, freue ich mich sehr, lieber Dimitri, dass du heute noch mal Zeit nimmst für uns. Und ich bin sehr, sehr gespannt auf dieses Interview. Ich freue mich sehr darauf, weil ich selber auch gespannt bin, wie du die Edelmetallmärkte jetzt im aktuellen Umfeld siehst. Also deswegen, schauen wir uns da erstmal an, was ist denn in den letzten, sagen wir mal, knapp 12 Monaten an den Edelmetallmärkten überhaupt passiert? Und doch ein sehr, sehr starker Zuwachs, vor allem auch bei Silber. Ja, herzlich willkommen von meiner Seite und vielen lieben Dank. Die Edelmetalle schlagen derzeit alle Anlageklassen, ganz klar. Und Gold begann 2022 in etwa zu steigen. Die anderen Edelmetalle folgten. 2025 war das Jahr der Edelmetalle. Und in den letzten 2 Monaten konnten wir regelrecht eine Kursexplosion, hört sich bescheuert an, aber einen sehr, sehr starken Anstieg sehen. Silber aktuell knapp 100% im Plus auf 2 Monatssicht. Gold plus gut 20%, über 20%. Palladium und Platin dazwischen. Also das ist schon ein ziemlich starker Anstieg. Der Hintergrund ist natürlich zum einen das Finanzsystem dafür, dass überhaupt die Edelmetalle steigen. Aber es gibt noch weitere Gründe, weil wir einfach ziemlich überschuldet sind und das Gegenstück der Überschuldung ist, das Volumen der finanziellen Forderungen ist immer genauso hoch wie das Volumen der Schulden. Das heißt, es gibt sehr viele Guthaben, es gibt sehr viele Anleihen im Umlauf. Und jetzt kommen wir zu dem Grund vielleicht für die vergangenen 2 Monate. Wir konnten hier sehen, dass China und auch Indien, dass dort das Silber immer meistens mit einem teilweise hohen Aufgeld gehandelt wurde gegenüber dem Westen. Also in China aktuell Silber zum Beispiel über $110 je Feinunze umgerechnet. Wir haben hier einfach eine starke Nachfrage. Dort ist auch die Liquidität massiv gestiegen. Es gibt wenig Anlagealternativen. Das ist auch ein weiterer Grund, weshalb es jetzt so stark gestiegen ist. Dann haben wir noch geopolitische Gründe. Das heißt, wir haben Autarkiebestreben verschiedener Regionen, insbesondere der USA und Chinas. Und Autarkie bedeutet einfach höhere Lagerhaltung. Autarkie bedeutet, man muss mehr fördern, man muss mehr verarbeiten. Man braucht die Anlagen dazu. Dazu braucht man wiederum einen höheren Silberpreis. Ja, Silber ist auch ein strategisches Metall. Das sind so Hintergründe. Aber der Hauptgrund ist die vorhandene Liquidität. Und dann kommen wir gleich zur langfristigen Perspektive. Die ist noch weiterhin deutlich höher. Da sind wir noch nicht am Anschlag.
der spektakuläre Gewinn bei Silber insbesondere, aber auch bei Platin, Palladium und Gold in dieser Reihenfolge, ja, der hängt eben auch mit dem Finanzsystem zusammen. Hätten wir ein stabiles Finanzsystem mit einem stabilen Verhältnis der Schulden zur Wirtschaftskraft und der Geldmenge zur Wirtschaftskraft, dann würden wir diese Entwicklung aktuell nicht sehen. Rechnest du damit, dass wir in diesem Jahr, vielleicht auch in näherer Zukunft, größere Korrekturen sehen werden? Das ist eine gute Frage. Wir sind in einem Umfeld, gerade für Silber, was es so noch nicht gab. Und es wird zu einer größeren Korrektur kommen. Durchaus Größenordnung 30% zum Beispiel. Aber ob die jetzt von 100 ausgeht oder von 200 oder von 140, lässt sich meines Erachtens nicht stichhaltig begründen. Es kann auch genauso gut jetzt erstmal weitergehen. Wie gesagt, ich habe ja 2 Zahlen genannt. Wir sind in einem Umfeld bei Ganz kurz, weil du Silber. hast 30% genannt. Das war wahrscheinlich jetzt, tippe ich mal, eher auf Silber bezogen, da wir stärkere Schwankungen haben, oder hast du das auf Gold bezogen? Das war auf Silber bezogen. Jetzt, weil Gold ist ja mit plus 20% in den vergangenen 2 Monaten zwar auch stark gestiegen, ja, aber Silber ist eben 5-mal so stark gestiegen. Und das ist einfach aktuell das Metall. Man muss auch sehen, Silber hat ja auch eine monetäre Funktion, ja, oder kann sie haben. War Jahrtausende lang Geld und war insbesondere in China bis zuletzt auch Geld, also bis vor etwa 100 Jahren. Das heißt, wenn wir hier eine quasi verstärkte Remonetarisierung in dem Sinn, dass eben mehr und mehr Personen Silber als Geld auch sehen, als Wertspeicher, dann ist auch ein stetiger steiler Anstieg denkbar. Ja, weil so viel Silber gibt es nicht. Aber das ist alles mit einem großen Fragezeichen versehen, wie sich die Entwicklung kurz-mittelfristig herausbildet. Das wäre unseriös, hier irgendwas zu sagen, meines Erachtens. Ich weiß nicht, du verfolgst vielleicht das Internet, die YouTube-Videos, die jetzt über Silber sozusagen in großer Masse plötzlich entstehen, nachdem vor ein paar Monaten sich fast niemand dafür interessiert hat, gibt es lauter Silberspezialisten, es gibt sogar KI-generierte Silberspezialisten, die rein ins Blaue hineinfantasieren. Also mit einem Short-Covering von mehreren Jahresproduktionen und was weiß ich nicht für einen Unfug. Also da möchte ich mich gerne raushalten. Wo es mir ankommt, ist, dass die Edelmetalle generell immer noch niedrig stehen, auf langfristiger Basis eine gute Aussicht haben nach oben. Unter anderem, weil sie eben auch Fluchtmittel sind für die zu hohe Liquidität, die es gibt im Weltfinanzsystem seit Jahrzehnten. Und ich sehe hier einfach ein neues Finanzmarktumfeld, das auch inflationär sein wird und auch über diese Schiene dann nochmal die Edelmetallpreise nach oben treiben wird. Das ist aber jetzt ein Ausblick von 2 bis 10 Jahren, sage ich mal. Die Schwankung dazwischen, die muss ein Silberinvestor zum Beispiel einfach aushalten, meines Erachtens. Oder einen kleinen Teil Gewinn mit, das tut die Psyche entlasten. Ja. Aber meines Erachtens werden wir noch deutlich höhere Preise sehen. Ja, aber ich schließe mich diesen Spekulationen, dass es jetzt ein Short-Covering gibt und der Silberpreis auf 500 steigt und was weiß ich, was da für Zahlen genannt werden. Von Leuten, die, wie gesagt, vor Monaten überhaupt nichts gesagt haben, denen schließe ich mich nicht an. Es gibt hier keine gigantische Short-Position im Bankensystem. Das ist absurde Spekulation in meinen Augen. Sondern es gibt hier einfach eine solide physische Nachfrage. Vor allen Dingen aus Asien. Ja, im Westen noch nicht so sehr, das muss man auch sehen in Europa. Und den USA, da hat es zwar auch zugenommen, aber hier werden weiterhin eigentlich, wenn man zum Beispiel in Kanada gibt es Fonds, die sind wie Beteiligungsgesellschaften. Da gibt es also eine Prämie, Auf- und Abgeld gegenüber dem physischen Edelmetallbestand. Und die werden mit Abgeld gehandelt. Also hätten wir eine Horse, die vom Westen ausgetrieben wird, von den westlichen Privatanlegern, dann wäre das nicht der Fall. Die steigen zwar jetzt auch stärker ein in den Silbermarkt und den Goldmarkt, die westlichen Vermögensverwalter und Privatanleger sind aber immer noch unterinvestiert. Das ist übrigens auch einer der Gründe, weshalb ich vermute, dass diese Horse noch jahrelang anhalten wird. Aber natürlich unter Schwankungen. Ja, also stetig nach oben ging es noch nie an den Märkten, auch an den Aktienmärkten nicht oder bei den Kryptos oder wo auch immer. Mhm.
Wie siehst du das Thema Gold-Silber-Ratio? Das heißt, Silber läuft besonders gut in Relation zu Gold relativ teuer. Auch immer wieder mal umschichten zwischen Gold und Silber, also gar nicht so rausgehen aus Edelmetallen, sondern zwischen Gold und Silber. Wie siehst du diese Strategie und könnte es jetzt guter Zeitpunkt sein, so eher Richtung Gold auch mal zu schauen? Gold ist einfach deutlich defensiver, natürlich. Aber es hängt sehr vom Anleger ab. Wenn ich eine kleine Beimischung Silber habe, dann stehe ich einfach da auch einen größeren Drawdown durch. Wenn ich sozusagen mein ganzes Vermögen in Silber investiert habe, der oder in Silberoptionen womöglich, ja, dann würde ich mir natürlich jetzt schon überlegen, einen Teil zu switchen. Ja, das hängt, glaube ich, sehr stark davon ab. Ja, also das Gold-Silber-Verhältnis, das stand bei 100 vor nicht allzu langer Zeit. Jetzt steht es bei 50. Es wird meines Erachtens auf 30 oder 15 fallen. Das heißt, Silber wird bis zum Ende der Edelmetallhorse Gold nochmal prozentual schlagen. Ja, aber das ist eben eine Sicht von 2 bis 10 Jahren, sage ich mal. Ja, es sei denn, es geht so spektakulär weiter, was ich nicht ausschließen kann. Aber das wäre schon sehr ungewöhnlich. Ja, also normalerweise haben wir hier Seitwärtsphasen und Korrekturen dazwischen in so einer Horse. Ja, also Okay. Werden wir auch weiterhin beobachten und dich natürlich auch mal wieder reinholen zu gegebener Zeit. Ähm, ja, von dem her auch mal so die Frage, was empfiehlst du jetzt Einsteigern, die sich jetzt vorher gar nicht mit dem Thema beschäftigt haben oder jetzt ganz neu und die haben jetzt noch nicht in Edelmetalle investiert? Wie gehen die strategisch am besten vor? Dann eher in Gold, in Silber, sukzessive einsteigen über einen monatlichen Sparplan? Also was wäre so dein Favorit? Also das ist natürlich jetzt schwer zu sagen. Ähm, als Einsteiger würde ich wahrscheinlich die defensive Variante wählen und es wäre Gold. Und die spekulative Variante wären wahrscheinlich eher Minen als Silber, ja, weil die Minen relativ zu den Edelmetallen zwar mitgestiegen sind, aber nicht stärker gestiegen sind. Und eine Mine muss eigentlich irgendwann mal stärker steigen als das Edelmetall, weil sie ja fixe Gestehungskosten haben oder relativ fixe. Das heißt, die Gewinne steigen überproportional stark. Ich rechne also damit, dass in dieser Berichtssaison, also Februar im Prinzip, und in der kommenden, die Minen doch einiges an Gewinnüberraschungen berichten werden und dass das sozusagen die Kurse dann antreiben wird. Also das wäre mein spekulativer Teil als Anleger. Und aber wie gesagt, Korrekturen können kommen und dann fallen die Minen prozentual ähnlich stark wie vielleicht auch der Silberpreis. Das muss man auch sehen. Ja? Und das andere ist eben konservativ Gold kaufen und einfach liegen lassen, bis das Finanzsystem sich geregelt hat, bis das Schuldenniveau deutlich niedriger ist. Das wird meines Erachtens durch starke Inflationswellen geschehen und wie gesagt, zeitliche Größenordnung eher 10 Jahre als 2 Jahre. Ja, also das wäre meine Vorgehensweise und bei Gold auf jeden Fall physisch. Ja, unser Standardunzen, keine Barren oder sonst was, die sich schlecht veräußern lassen und wo die Stückelung zu groß ist. Und das wäre es einfach. Ja. Genau, jetzt eine Sache, die ich schon fast vergessen hatte. Wir haben dich bei unserem großen Edelmetallabend auch live mit dabei. Das heißt, da können wir auch viele Charts zeigen, viele Zahlen, Daten, Fakten, die du dann auch mit uns durchgehen wirst. Ich habe schon einen Blick reingeworfen, wird sehr, sehr spannend, kann ich definitiv sagen und versprechen. Also Link unter von dem Video, es ist kostenfrei. Da mal eine Stunde geballt Dimitri Speck mit dabei. Du hast die Möglichkeit auch, wie kannst du jetzt in Edelmetalle konkret investieren und auch noch weitere Vorträge und auch, wie kannst du das jetzt in der Praxis umsetzen und kannst dir mehr Meinungen holen, damit du halt eben auch wirklich eine gute und sinnvolle Entscheidung jetzt triffst. Gut, von dem her, dieses Thema Goldminen, das hatte ich auch schon auf dem Schirm. Also das heißt, jetzt aktuell, wir können dazu vielleicht auch mal deinen Chart einblenden. Vielleicht kannst du ein bisschen was dazu sagen. Das heißt, also da sind wir relativ niedrig und da könnte mittel- und langfristig ein sehr hohes Potenzial sein. Also die Minen, wenn wir einen relativ kurzfristigen Anstieg haben im Edelmetallbereich, wenn also andere Faktoren wie zum Beispiel die Löhne und Gehälter der Geologen oder die Energiekosten oder die Erzgrade, also wie viel Gold oder Silber pro Tonne geförderten Material enthalten ist, das ändert sich ja kurzfristig nicht. Und wenn die Goldminen dann prozentual oder die Silberminen, oder meistens ist es ja beides, was gefördert wird,
ähnlich steigen wie das zugrunde liegende Edelmetall, dann steigen die Gewinne überproportional. Ja, also fundamental steigen sie überproportional, die Gewinne, unabhängig davon, wie sehr die Minen steigen. Das heißt, eigentlich müssten die Minen prozentual stärker steigen als die zugrunde liegenden Edelmetalle. Und das haben wir zuletzt nicht oder nur kaum beobachten können. Deswegen vermute ich, dass wir hier in den Berichtssaisons, die vor uns stehen, jetzt muss man erstmal die erste abwarten, einfach positive Überraschungen sehen werden, die die Minen nochmal steigen lassen werden. Und ich vermute auch, dass die Minen ein gutes Chance-Risiko-Verhältnis haben. Ja, und jetzt muss ich ein bisschen revidieren, weil gerade aktuell, gestern zum Beispiel die Minen gestiegen sind, nochmal deutlich. Also hier ändert sich ja alles praktisch täglich. Ja, deswegen, man muss wirklich sich die Sachen anschauen. Das ist so ein heißer Markt, auch heiß gelaufen womöglich, deswegen eben Korrekturpotenzial. Also wer jetzt noch nicht drin ist, auch nicht alles auf eine Karte setzen. Wenn es zu einer Korrektur kommt von 30% oder so, dann ist das psychisch einfach schwer zu ertragen, sage ich mal, wenn man zu stark investiert ist. Ja, aber gar keine Frage, für mich sind die Edelmetalle die favorisiertesten Anlageklassen für die kommenden Jahre. Weiterhin, unabhängig von dem Anstieg, den wir jetzt hinter uns haben. Ja. Okay, sehr spannend. Jetzt, du hast es ja auch schon erwähnt, es wird immer wieder spekuliert, irgendwie das Bankensystem, wie hängt das mit drin? Vielleicht kannst du da ein paar Worte mit dazu geben. Kannst du dir vorstellen, dass es da trotzdem die eine oder andere Bank gibt, die sich gerade verspekuliert und die da drin hängt und die da nicht so wirklich rauskommen, dass es ja noch größere Verwerfungen geben kann? Oder wird es einfach viel zu heiß geredet, das Thema? Also die Shortseite an den Märkten gibt es natürlich. Ja, das kann man ja, das ist beim Terminkontrakt zwingend und es ist auch gut möglich, dass der eine oder andere hier wirklich Probleme hat. Aber dass die Banken hier über Jahre Jahrespositionen haben, das ist völlig unrealistisch und extrem unwahrscheinlich. Also zum einen haben die meisten Banken, also hier in Europa, alle Leute, die ich kenne, die mal im Eigenhandel der Banken tätig waren, die haben eine große Abfindung bekommen, schon vor Jahren. Und die Banken machen sowas eigentlich, soweit ich weiß, praktisch nicht mehr. Das heißt, so eine Bank wie die UBS und auch früher die Credit Suisse, ich kenne die Leute ja aus dem Rohstoffhandel von beiden Institutionen, ja, die sind eigentlich nicht netto long oder short, sondern was die machen, wenn die short sind zum Beispiel am Terminmarkt, dann haben die Gegenposition außerbörslich. Das heißt, irgendwelche Forwards, Swaps oder vielleicht auch physisch, je nachdem. Ja, also das sind dann andere quasi Anleger oder Spekulanten oder Minen oder sonst jemand, der hier eigentlich die Position innehält und nicht die Bank und schon gar nicht über Jahre. Also das ist nicht, was die tun. Und nochmal, wir haben hier ein Aufgeld in China und Japan gehabt, gerade in den vergangenen Wochen, als dieser starke Anstieg war. Hätten wir ein Short-Covering, wie diese blöde KI behauptet, und darauf sind wirklich viele reingefallen und haben das dann übernommen, ja, von Banken mit riesigen Positionen im Short-Bereich, dann wäre es ja umgekehrt. Dann wären ja die westlichen Preise und die Terminmarktpreise deutlich höher als die in China und Indien. Aber es ist genau umgekehrt. Also die These, dass es eine riesige Position gibt, die gerade bei Banken speziell, ja, also es gibt diese Position, aber eben nicht bei Banken, die über die ein Jahr oder mehr der Jahresproduktion short ist und die gerade eingedeckt wird oder sonst was, das ist kompletter Unfug in meinen Augen. Okay. Wie sieht es mit der Wirtschaft aus? Kannst du dir vorstellen, dass es hier größere Probleme geben kann im Technologiesektor? Silber wird ja stark als Rohstoff auch verwendet in vielen Produkten. Glaubst du, dass es da auch Probleme seitens der Wirtschaft geben kann? Also das ist ganz ein wichtiger Punkt, den du da ansprichst, weil es für die Preiseffekte von Relevanz ist, aber auch ein bisschen die Risikoseite meines Erachtens beleuchtet. Ich spreche erstmal von den Preiseffekten. Wir haben hier ja keine Aktie, wo es sozusagen nur Leute gibt, die auf steigende Kurse setzen und ein paar, die auf fallende Kurse setzen oder Gewinne mitnehmen, sondern wir haben hier gerade bei Silber auch die Industrie. Und die Industrie, wenn sie etwas benötigt, ist gerne bereit, einen sehr hohen Preis zu zahlen. Also wenn Silber zum Beispiel um 100% steigt, dann ist es für einen Silberanleger viel.
Wenn eine Industrie zum Beispiel, ein Industrieprodukt, der Kostenanteil von Silber bei 1% liegt und da steigt dann auf 2%, dann wird der Produzent natürlich weiterhin das Silber auch zum doppelten Preis kaufen, wird halt 1% sein Produkt teurer. Ja, für den ist das praktisch kein Anstieg. Und auch das bedeutet, dass Verbrauchsgüter sehr stark im Preis steigen können, weil es eben Verarbeiter gibt, die, die das Produkt einfach benötigen und wo der Kostenanteil eigentlich relativ gering ist, auf jeden Fall deutlich unter 100%. Das ist komplett anders, deshalb das Preisverhalten von Rohstoffen, Verbrauchsrohstoffen als im Aktienmarkt. Das muss man sich immer vergegenwärtigen, wenn man als Anleger vom Aktienmarkt kommt. Ja? Und dieser Faktor kann dazu führen, zum Beispiel Rhodium hat da zweimal schon dazu geführt in diesem Jahrhundert, dass wir mehr als eine Verzehnfachung, ich glaube sogar mehr als eine Verzwanzigfachung gesehen haben. Nun ist Silber nicht Rhodium, aber das kann natürlich dazu beitragen. Ja? Und was auch wichtig ist in dem Kontext, Verbrauchsrohstoffe können nicht so ohne weiteres, also substituiert können sie noch relativ gut werden, relativ schnell, wobei ich hier auch von Monaten und Jahren spreche. Aber dass die Produktion hier sozusagen nachkommt, das dauert viele Jahre, das darf man nicht unterschätzen. Ja? Das heißt, es ist durchaus auch möglich, dass wir hier einen Anstieg sehen, der sehr stark ist und dass wir erstmal oben bleiben und dann kommt irgendwo das Angebot her. Das dauert einfach bei Rohstoffen. Du kannst nicht einfach eine Mine erschließen. Das ist ganz anders als bei Industrieprodukten. Da kannst du ohne weiteres, wenn, was weiß ich, ein Handy nachgefragt wird oder ein Auto oder irgendeine Maschine oder sonst was, die Produktion um 20% steigen. Das geht bei Silber nicht. Das geht einfach nicht. Das ist auch wichtig zu wissen. Und jetzt komme ich zum zweiten Faktor. Der Bedarf der Industrie, ja, muss ja gedeckt werden. Und China vor allen Dingen verbraucht mehr als 50% des Silbers. Und wenn hier Silber zu stark steigen wird, ja, deswegen sehe ich diesen Silberanstieg eigentlich gar nicht so gerne, dann kann es durchaus sein, dass der Staat eingreift. Dass die staatlichen Institutionen sagen, hoppla, wir brauchen das Silber, das soll nicht in Anlegerhand verschwinden, unsere Industrie benötigt es, deswegen verbieten wir etwas oder schränken etwas ein. Und das kann zu einem Preiseinbruch führen. Also es ist ganz wichtig, das sollte man sich im Hinterkopf behalten. Es ist durchaus möglich, dass wir staatliche Eingriffe in den Markt sehen werden, die zu einer deutlichen Korrektur führen werden. Ja? Also das einfach im Hinterkopf behalten, wenn man sozusagen seine Positionsgrößen bestimmt. Ja, auch wenn die Markttechnik absolut sauber ist und eigentlich dafür spricht, dass es weitergeht, es kann aus dem Nichts hier ein staatlicher Eingriff, auch in China, passieren, aus diesem Grund heraus. Ja. Ja, schauen wir uns abschließend auch vielleicht noch weitere Rohstoffe an. Also wir haben ja auch noch sozusagen die beiden Schwestern von Gold und Silber, Platin und Palladium. Wie siehst du denn diese beiden Metalle? Ja, Platin ist ja ähnlich stark, also nicht ähnlich stark, aber auch in den letzten 2 Monaten, ich glaube so um die 70% gestiegen, Palladium um die 40%. Auch hier ist der Trend und alles eigentlich absolut sauber und einwandfrei. Ja, hier haben wir, ich kann nicht genau sagen, ob es hier sozusagen auf physische Nachfrage von Anlegern gibt. Auf jeden Fall haben wir hier einen ordentlichen Anstieg hinter uns. Wir haben hier Terminmärkte auch in Asien, das darf man nicht vergessen. Palladium, glaube ich, relativ neu erst in China. Ja, das sind schon auch ordentliche Anstiege. Und die Situation ist ähnlich wie bei Silber, aber nicht ganz so krass. Ja, also das ist sozusagen ein ganzes, ja, wie sagt man da, ein ganzer Komplex, der steigt. Ja. Bei Platin, Palladium überwiegt sicher die industrielle Sache, aber auch ein bisschen die Spekulation. Aber wir hatten ja auch schon zum Beispiel Palladiumpreise, die deutlich höher waren. Wir haben Platinpreise, die immer noch deutlich unter Gold stehen. Das war jahrzehntelang anders. Ja. Wir haben hier einfach einen soliden Anstieg. Ja, und meines Erachtens sind es auch gute Beimengungen, ja, diese beiden Metalle. Vielleicht auch der Minen, das muss man aktuell auch wieder anschauen. Auch hier steigen die Minen teilweise um 10% oder so am Tag. Das kann also sein, wenn das Video ausgestrahlt wird, dass es gibt ja nicht viele Platinminen als Beispiel.
Das muss man sich genau anschauen, ob hier ein Investment interessant sein kann. Ja, es gibt hier also quasi in den Edelmetallen 3 verschiedene Kategorien. Das eine ist Gold, das ein typisches Anlagemetall ist und wo wir auch hohe oberirdische Bestände haben, wo es eben auch zu Gewinnmitnahmen kommen kann. Und das natürlich weniger schnell steigt prozentual in der Hause. Das habe ich auch früher immer gesagt, aus diesem Grunde, als Silber. Silber ist beides Verbrauchsmetall und Anlagemetall und kann deshalb prozentual enorm stark steigen. Und Platin, Palladium sind ganz überwiegend Verbrauchsmetalle. Da haben wir aber auch schon eben massive Anstiege gesehen in der Vergangenheit. Ja, ich habe ja gerade Palladium erwähnt. Ich glaube, das stand bei 3.000, jetzt steht es unter 2.000. Ja, also das sind schon 3 verschiedene sozusagen Preisverhalten in einem Edelmetallmarkt, der gerade mal aus 4 Edelmetallen besteht. Das sollte man sich als Anleger immer vergegenwärtigen. Ja, die steigen zwar zusammen, aber sind doch sehr unterschiedlich auch, diese 4 Metalle. Also sehr, sehr spannend. Ich freue mich wirklich auf die großen Edelmetallabend und wir dich da auch zu Gast haben. Ich habe auch definitiv noch weitere Fragen, die mich brennend interessieren. Wir werden dort auf jeden Fall weitermachen. Ansonsten bin ich auch ganz froh, dass das Interview dahingehend vorbei ist, weil hier kommen doch allmählich die Moskitos bei mir herum. Deswegen werde ich mich jetzt mal wieder reinmachen inzwischen. Dimitri, vielen herzlichen Dank. Es war, wie gesagt, ein sehr, sehr spannendes Interview. Beim großen Edelmetallabend, da sehen wir dich wieder in ein paar Tagen. Schön, dass du dort nochmal mit dabei bist. Da hast du auch schon einiges vorbereitet. Und ja, also vielen herzlichen Dank mit dem Interview letztes Jahr. Diejenigen, die es umgesetzt haben, die werden sich sehr, sehr freuen. Die haben ihre Gelder zum Teil mehr als verdoppelt. Also von dem her, es lohnt sich wirklich, diesen Mann zuzuhören. Also deswegen auf jeden Fall beim Edelmetallabend mit dabei zu sein. Dimitri, vielen herzlichen Dank. Liebe Grüße nach Riga und in ein paar Tagen sehen wir uns wieder. Gerne und alles Gute.